Guten Morgen, wir sind heute in Kroatien aufgewacht, besser gesagt in Istrien. Nach einem Spontantrip oder spontanen Entscheidung sind wir gestern um ca. 11 Uhr abends hier angekommen, jetzt gerade aufgewacht in unserem Hotel. Haben uns gedacht, wir genießen jetzt noch ein bisschen kurz die Sonne hier am Meer und begeben uns jetzt gleich mal zum Frühstück. Und dann geht's eigentlich auch schon los, direkt an die Küste entlang. So, ganz schnell zusammengefasst. Wieso sind wir überhaupt nach Kroatien? Wir hatten ein Wochenende über und haben die Gelegenheit genutzt. Und ebenso hatten wir schon lange im Sinn, einmal herauszufinden, was genau an Istrien den typisch deutschsprachigen Urlauber jedes Jahr immer wieder dorthin lockt. Wie funktioniert die Einreise? Mittels eines negativen PCR- oder Antigen-Tests, der nicht älter als 48 Stunden ist, einer Bescheinigung einer Impfung oder einer Bestätigung einer durchgemachten Erkrankung. Eine Einreiseregistrierung, die auszudrucken und an die Windschutzscheibe bei Grenzübergang zu geben ist. Der Transit durch Slowenien ist binnen 12 Stunden ohne Stopps möglich. Wenn du wissen willst, wie wir uns immer so sicher sind, welche Restriktionen gerade gelten, check doch mal unsere Reisetipps für 2021 aus. Wir starten wenige Kilometer von der slowenischen Grenze entfernt in Umag. Die Kleinstadt an der Nordwestküste Istriens liegt ca. 50 Seemeilen von Venedig entfernt und 40 Kilometer von Triest. Aber genug mit der Werbung jetzt. Die Stadt zählt stolze 13.400 Einwohner und ist auch der westlichste Ort Kroatiens. Obwohl Umag schon in der Antike gegründet wurde, findet man heute nur noch mittelalterliche Architektur in der Stadt. Beispielsweise sieht man das an der Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Die Altstadt liegt malerisch zwischen zwei Meeresarmen auf einer Halbinsel. Der nördliche Meeresarm schützt die Stadt durch einen Wellenbrecher vor den Fluten. Nun etwas, das wohl jeder von uns kennt. Man sucht meistens ewig mit seiner Yacht nach einem Stellplatz, aber alle sind immer zu klein. Aber nicht hier. Der nördlich gelegene städtische Yachthafen von Umag bietet Yachten bis zu einer Länge von 18 Metern auf 500 Liegeplätzen ausreichend Platz. Neben dem Yachthafen verfügt Umag außerdem auch über einen Hafenkapitäns- und Zollamt. Der eigentliche Plan ist, dass wir jetzt die Küste entlang fahren. Wir fahren von Umag weg, dort haben wir auch übernachtet und das ganze Ziel am Ende des Tages ist Pula. Natürlich mit einigen Zwischenstopps. Jetzt haben wir noch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht und jetzt geht's weiter mit dem Auto. Im Hinterland von Umag findet man auch die Terra Rossa. Zu Deutsch die rote Erde, der Kalkstein-Rotlehm. Ein Bodentyp von leuchtend roter Farbe, der zwar humusarm, aber bei genügend Bewässerung sehr, sehr fruchtbar ist. Bei dessen Alter man sich oft nicht ganz sicher ist. Es gibt zwei unterschiedliche Theorien zum Bodenbildungsprozess von Kalksteinrotlehm. Zum einen soll dieser bereits vor 15 Millionen Jahren stattgefunden haben, dort soll der Blutstein wesentlich zur Farbe beigetragen haben. Allerdings weisen neuere Analysen roten mineralischen Staub aus der Sahara und der Sahelregion, der zwischen 12.000 und 25.000 Jahren erfolgte. Jedenfalls ist das auch der Grund, warum sich viele Einwohner hier mit dem Oliven- und Weinanbau befassen. Aber genug damit. Nächster Stopp, Novigrad. Circa 4.300 Einwohner. Der Fischerort ruht auf den Resten einer aus antiker Zeit stammenden Siedlung und war von 381 bis 1831 Sitz eines Bistums. Novigrad soll als Geheimtipp als Pause vom Massentourismus gelten, aber so ganz als Geheimtipp konnten wir das so nicht unterschreiben. Als uns immer mehr und mehr Aussichtsplätze und Türme auf dem Weg nach Poreč auffielen, mussten wir einfach stehen bleiben. Der Limski-Kanal oder auch die Limbucht. Der Name leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet Grenze und war somit auch einst die Grenze zwischen Pula und Poreč. Dieser Kanal entstand durch einen Fluss namens Pasinčica, der mit seinem Weg zur Adria den 35 Kilometer langen Meeresarm schuf. Aufgrund des geringen Salzgehalts des Brackwassers werden dort auch Austern und raue Venusmuscheln geerntet. Wir sind jetzt in Poreč, waren bevor in Umag und in Novigrad. Dort war es relativ leer an Touristen, also man hat wirklich nicht viele Leute gesehen. Restaurants sind auch noch fast alle geschlossen, es ist ja auch noch nicht so lange, dass die Restriktionen vorbei sind. Und dementsprechend sind wir jetzt hier, haben etwas zu essen gesucht und gefunden. Jetzt geht es dann natürlich weiter nach Kovin. Wir wollen ein paar Strände abklappern
Dementsprechend steht noch ein bisschen was bevor. Aber zuerst wird es gestärkt mit lecker Seehecht. Porridge war nicht nur unser Platz zum Mittagessen, hier genossen wir auch lange, ausgiebige Spaziergänge durch die einzelnen Gassen, genossen die Aussicht auf die umliegenden Inseln und streichelten auch so die ein oder andere Katze. Hier fiel uns das erste Mal so richtig auf, dass eigentlich außer uns nicht wirklich viele Touristen unterwegs sind. Restaurants waren teilweise noch geschlossen und die Gassen großteils relativ leer. Aber da wir ja nicht nur für Stadtbesichtigungen nach Istrien gekommen sind, haben wir spontan beschlossen, wir haben genug Städte für heute gesehen. Dementsprechend wurde Rovinj spontan von der Liste gestrichen und gegen das Goldene Kap ausgetauscht. Meines Erachtens die interessanteste Naturattraktion von Rovinj. Dieser Park ist nur 1,5 Kilometer von der Stadt selbst entfernt. Der Triester Unternehmer Georg Hütteott kaufte gegen Ende des 19. Jahrhunderts an der Rovinjer Küste 4 Inseln. Dort begann er auf einer Fläche von ca. 90 Hektar verschiedene Pflanzen zu pflanzen, mit dem Ziel, einen Klimakurort zu errichten. Aufgrund seines zu frühen Todes wurde das Projekt nicht beendet. Wenn man die Besonderheit des Goldenen Kaps erkannt hatte, wurde der Waldpark im Jahre 1961 zum Naturschutzgebiet erklärt. Hier genossen wir den restlichen Nachmittag mit einem Spaziergang durch den Park und einer kleinen Entdeckungstour der kleinen Felsstrände. Hier ist definitiv alles felsig und erschwert den Zugang zum Meer etwas. Was aber definitiv am Plus ist, man konnte die Ruhe und die Idylle hier absolut in vollen Zügen in der Abendsonne genießen. Da ist es nun endlich. Wir haben wieder mal ein Schnäppchen gefunden. Mitten im Zentrum von Pula. Und das Beste, man ist rundum umgeben von Bars. Das haben wir sogleich genossen. Wenn auch nur bis 22 Uhr. Und jetzt eine kleine Anekdote dazu, wie man sich in Kroatien diskriminiert fühlt, wenn man nur 1,58 Meter ist. So, ein Tag in Kroatien geht dem Ende zu. Wir waren in Umag, in Novigrad, in Porridge, in Rovinj und jetzt schlussendlich in Pula und haben hier jetzt ein Apartment gefunden, das wirklich unseren Ansprüchen gerecht ist für eigentlich einen sehr angenehmen Preis. Also wir hatten bis jetzt immer sehr angenehme Preise. Der Tag war sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr warm, habe auch einen kleinen Sonnenbrand bekommen. Dementsprechend wird es jetzt einfach mal kurz ein bisschen ruhiger und jetzt geht es einfach mal ab ins Bett. Guten Morgen aus Pula. Wir sind gerade aufgewacht, haben das Apartment verlassen. Begeben wir uns jetzt sicher gleich mal zum Frühstück, sobald wir irgendwas finden. Dann geht es auch schon weiter zu dem nächsten Spot. Wir verlassen Pula, es geht zu den nächsten Destinationen. Dementsprechend verlassen wir auch die Küste. Und es geht auch nach Hause. Aber zuerst essen. Da auch hier ein kleiner Mangel an geöffneten Restaurants herrschte, mussten wir das Frühstück leider erstmal verschieben und haben uns eher auf die Aufnahmen des Amphitheaters in Pula konzentriert. Das römische Amphitheater Pula ist das 6. größte Amphitheater der Antike und eines der am besten erhaltenen. Dieses konnte bis zu 26.000 Zuschauer fassen. Zwar ging das Innere des Gebäudes im Laufe der Jahrhunderte durch Raubbau verloren, seine Fassade aus weißem Kalkstein hingegen ist noch weitgehend im Originalzustand. Der Bau erreicht mehrseitig eine Höhe von 32,45 Metern. Ungefähr so hoch ist auch der Eintritt. Für 2 Personen zahlt man hier schon mal 24 Euro. Eine
Eine kurze Planänderung hat es jetzt gerade noch gegeben. Wir haben uns zum Verodela Canyon begeben, das war eher wieder mal ganz spontan und waren ein bisschen überrascht, dass man doch mehr herumkraxeln muss als gedacht oder als angegeben. Naja, ich stehe hier oben. Ja. Den Verodela Canyon findet man ganz unscheinbar inmitten einer riesigen Hotelanlage in Pula, nahe gelegen vom Brioni Beach und dem Hotel Brioni Pula. Man parkt sein Auto auf den kostenlosen Großparkplatz daneben und begibt sich in Richtung der Hotels. Wie eben schon erwähnt, man muss schon Freude am Klettern haben, aber genau das macht's doch ebenso interessant. Pula wurde jetzt verlassen. 40 Minuten später, 40 Minuten entfernt von Pula, sind wir jetzt irgendwo im Nirgendwo auf dem Weg zu Wasserfällen. Was wir damit genau meinen, seht ihr gleich. Kroatien-Urlauber, die Wasserfälle erleben wollen, brauchen nicht bis zu den Plitvicer Seen zu fahren. Auch in Istrien gibt es einige Wasserfälle, die absolut hervorstechen. Einer davon findet sich im Zentrum der istrischen Halbinsel, ganz in der Nähe der Stadt Pazin. Die Zarinkov-Wasserfälle sind einer der größten Wasserfälle in Istrien. Hier fällt das Wasser rund 10 Meter tief. Und der Wasserfall, jetzt kommt's, zählt zu den wenigen, von denen ein Sprung direkt ins Wasser möglich ist. Das Wasser dort ist bis zu 15 Meter tief. Das haben wir aber leider erst zu spät erfahren. Eigentlich sollten wir ja schon auf dem Weg nach Hause sein oder uns spätestens jetzt darauf zu bewegen. Allerdings haben wir noch einige gute Tipps bekommen und fahren jetzt noch 30 Minuten weiter nach Kotli. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Wem nicht, dann werden wir es gleich sehen. Hier noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Ich denke, das sieht hier ganz cool aus. Jetzt geht es weiter mit dem Auto nach Kotli. Naja, immer wenn man sich denkt, okay, könnte schön sein, denken sich das vielleicht viele andere Leute auch. Da wir heute ja schon bei so einigen Wasserfällen waren und so einigen verlassenen Nature Spots, waren wir jetzt doch relativ geschockt, dass das hier so überlaufen ist. Natürlich absolut logisch und selbstverständlich. Allerdings waren die anderen Spots da hingegen leer. Nicht wirklich nachvollziehbar, aber gut. Wie man sich denken kann, hatten wir einige intensive Tage hinter uns und begaben uns schlussendlich auf dem Heimweg. Erzählt doch mal in den Kommentaren über eure liebsten Plätze, Restaurants und Strände in Istrien. Und erzählt doch mal, was genau Istrien zu eurem Lieblingsplatz macht. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus und informieren schon mal vorneweg über unser kommendes Video über Barcelona. Und da ich es am Anfang nicht gesagt habe, Halat to everyone and stay safe!